Warum fühlen wir uns nie erfolgreich genug? Stell dir vor, du sitzt mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Du bist eigentlich zufrieden. Doch dann siehst du eine Nachricht auf dem Handy. Ein alter Schulfreund hat einen Preis gewonnen. Ein anderer hat ein Haus gekauft. Plötzlich fragst du dich, was habe ich eigentlich erreicht? Bin ich erfolgreich genug? Bin ich auf dem richtigen Weg? Diese Gedanken kommen nicht aus dem Nichts. Sie entstehen durch Vergleiche, durch Erwartungen, die wir an uns selbst haben. Aber warum passiert das? Warum fällt es uns so schwer, unseren eigenen Erfolg anzuerkennen? Ist es die Gesellschaft, die uns diesen Druck macht, oder sind es unsere eigenen Ansprüche? Der ständige Vergleich mit anderen. Wir alle tun es, jeden Tag. Wir vergleichen uns mit Kollegen, mit Freunden, mit Fremden im Internet. Du hast einen neuen Job? Super! Doch dein Freund verdient mehr. Du hast ein neues Auto? Toll! Aber dein Nachbar fährt einen Porsche. Und so weiter. Dein Erfolg fühlt sich klein an. Warum? Unser Gehirn sucht immer nach Referenzen. Früher war das überlebenswichtig. Wer der Schnellste oder Stärkste war, hatte die besten Chancen. Heute führt das zu Selbstzweifeln. Wir sehen, was andere haben und vergessen, was wir selbst erreicht haben. Doch diese Vergleiche sind oft unfair. Wir sehen immer nur die glänzende Außenseite der Erfolge anderer. Die Entbehrungen, die Fehler, die schlaflosen Nächte, all das bleibt verborgen. Und so messen wir uns an einer Illusion, an einem perfekten Bild, das nicht die ganze Wahrheit zeigt. Oft kommt es vor, dass wir nur die Ergebnisse sehen, aber nicht den Weg dorthin. Jemand hat eine Beförderung bekommen? Wir wissen nicht, wie viele Überstunden, Stress und Selbstzweifel dahinter stecken. Jemand reist um die Welt? Vielleicht hat diese Person jahrelang gespart und auf vieles verzichtet. Vergleiche sind nie fair, weil sie oft nur einen Bruchteil der Realität zeigen. Der Druck, immer besser sein zu müssen. Stillstand ist Rückschritt. Hast du diesen Satz schon mal gehört? Viele denken, Erfolg bedeutet niemals aufzuhören, immer weiter, immer mehr. Aber was passiert, wenn man nie innehält? Man fühlt sich nie angekommen, nie genug. Du hast ein Ziel erreicht und sofort kommt das nächste. Statt stolz zu sein, fragst du dich, was jetzt? Was kommt als nächstes? Doch Erfolg ist kein Wettrennen. Wer immer nur rennt, verpasst den Moment. Hast du jemals innegehalten und bewusst zurückgeblickt? All die Hürden, die du überwunden hast, die Herausforderungen, die du gemeistert hast? Oft vergessen wir, was wir bereits geschafft haben, weil wir uns zu sehr auf das konzentrieren, was noch vor uns liegt. Doch wahres Wachstum entsteht nicht nur durch ständiges Voranschreiten, sondern auch durch Reflexion und Anerkennung der eigenen Fortschritte. Es gibt Menschen, die scheinbar alles erreicht haben und trotzdem unglücklich sind. Warum? Weil sie nie gelernt haben, sich über ihre Erfolge zu freuen. Erfolg bedeutet nicht nur, immer weiterzugehen, sondern auch, das Erreichte wertzuschätzen. Jeder von uns hat bereits Dinge erreicht, auf die er stolz sein kann. Man muss sie sich nur bewusst machen. Social Media, unser größter Feind? Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Überall sehen wir scheinbar perfekte Leben. Menschen, die Erfolg haben, Reisen machen, glücklich sind. Doch was wir nicht sehen? Die Mühe dahinter, die Niederlagen, die Zweifel. Niemand postet, wenn er um 3 Uhr morgens an sich selbst zweifelt. Oder wenn er sich fragt, ob er gut genug ist. Doch unser Gehirn versteht das nicht. Es denkt nur, alle sind erfolgreich. Außer mir. Social Media ist eine Welt der Highlights. Wir sehen nur die besten Momente der anderen, niemals die schweren Zeiten. Und doch vergleichen wir unser tägliches Leben mit diesen Höhepunkten. Das führt zu Unsicherheit, zu dem Gefühl, nicht genug zu sein. Dabei ist Erfolg nicht nur das Endergebnis, sondern auch der Weg dorthin. Und jeder hat seinen eigenen Rhythmus. Vielleicht wäre es hilfreich, sich bewusst zu machen, dass das, was wir sehen, nur eine kuratierte Version der Realität ist,
Würden wir die ganze Wahrheit kennen, wäre der Druck, mithalten zu müssen, deutlich geringer. Manchmal hilft es, eine Pause einzulegen, einfach mal das Handy weglegen und sich auf das eigene Leben konzentrieren. Wie können wir ausbrechen? Es gibt Wege, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Hier sind 5 einfache, aber kraftvolle Schritte. Feiere deine Erfolge. Egal wie klein sie sind. Schreib sie auf. Schau zurück und sei stolz. Jeder kleine Schritt zählt. Vergleiche dich nur mit dir selbst. Bist du heute besser als gestern? Das ist das Einzige, was zählt. Dein Fortschritt ist einzigartig. Mach eine Social-Media-Pause. Probiere es für eine Woche oder einen Monat. Du wirst dich freier fühlen, klarer denken und mehr im Moment leben. Definiere Erfolg für dich selbst. Es gibt nicht nur einen Weg. Jeder hat seine eigene Version. Frage dich, was bedeutet Erfolg für mich? Was macht mich wirklich glücklich? Lerne den Moment zu genießen. Erfolg ist nicht nur das Ziel am Ende der Reise, sondern auch die Erfahrungen und Lektionen, die du unterwegs sammelst. Vielleicht ist der größte Erfolg im Leben nicht immer mehr zu erreichen, sondern zufriedener mit dem zu sein, was man hat. Wer gelernt hat, den Moment zu genießen, hat eine der wertvollsten Lektionen im Leben verstanden. Du bist erfolgreicher, als du denkst. Am Ende des Tages sind wir oft zu hart zu uns selbst. Doch denk mal nach, dein früheres Ich wäre wahrscheinlich stolz auf dich. Denk an den Moment vor 5 Jahren, als du geträumt hast, dort zu sein, wo du heute bist. Also, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Fang an, deinen eigenen Weg zu sehen und zu schätzen. Lass dich nicht von äußeren Maßstäben definieren. Erfolg ist nicht das, was andere für dich bestimmen. Erfolg ist das, was du für dich selbst bestimmst. Und du bist auf dem richtigen Weg. Am Ende zählt nicht, wie viel du erreicht hast, sondern ob du glücklich bist mit dem, was du erreicht hast. Der Vergleich. Vergleiche mit anderen können manchmal frustrierend sein. Die Erwartung. Seine Erwartungen waren sehr hoch. Die Gesellschaft. In unserer Gesellschaft ist Erfolg sehr wichtig. Der Selbstzweifel. Selbstzweifel können den Erfolg behindern. Das Endergebnis. Das Endergebnis war besser als erwartet. Zufrieden? Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Erfolgreich. Er war bei seiner Prüfung sehr erfolgreich. Überlebenswichtig. Wasser ist für den Menschen überlebenswichtig. Scheinbar. Das Problem war scheinbar gelöst. Stolz. Sie ist sehr stolz auf ihre Leistung. Gewinnen. Er hat das Spiel gewonnen. Verdienen. Sie hat den Preis wirklich verdient. Erreichen. Sie hat ihr Ziel endlich erreicht. Warum fühlen wir uns nie erfolgreich genug? Stell dir vor, du sitzt mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Du bist eigentlich zufrieden. Doch dann siehst du eine Nachricht auf dem Handy. Ein alter Schulfreund hat einen Preis gewonnen. Ein anderer hat ein Haus gekauft. Plötzlich fragst du dich, was habe ich eigentlich erreicht? Bin ich erfolgreich genug? Bin ich auf dem richtigen Weg? Diese Gedanken kommen nicht aus dem Nichts. Sie entstehen durch Vergleiche, durch Erwartungen, die wir an uns selbst haben. Aber warum passiert das?
Warum fällt es uns so schwer, unseren eigenen Erfolg anzuerkennen? Ist es die Gesellschaft, die uns diesen Druck macht, oder sind es unsere eigenen Ansprüche? Der ständige Vergleich mit anderen. Wir alle tun es, jeden Tag. Wir vergleichen uns mit Kollegen, mit Freunden, mit Fremden im Internet. Du hast einen neuen Job? Super. Doch dein Freund verdient mehr. Du hast ein neues Auto? Toll. Aber dein Nachbar fährt einen Porsche. Und so weiter. Dein Erfolg fühlt sich klein an. Warum? Unser Gehirn sucht immer nach Referenzen. Früher war das überlebenswichtig. Wer der Schnellste oder Stärkste war, hatte die besten Chancen. Heute führt das zu Selbstzweifeln. Wir sehen, was andere haben und vergessen, was wir selbst erreicht haben. Doch diese Vergleiche sind oft unfair. Wir sehen immer nur die glänzende Außenseite der Erfolge anderer. Die Entbehrungen, die Fehler, die schlaflosen Nächte, all das bleibt verborgen. Und so messen wir uns an einer Illusion, an einem perfekten Bild, das nicht die ganze Wahrheit zeigt. Oft kommt es vor, dass wir nur die Ergebnisse sehen, aber nicht den Weg dorthin. Jemand hat eine Beförderung bekommen? Wir wissen nicht, wie viele Überstunden, Stress und Selbstzweifel dahinter stecken. Jemand reist um die Welt? Vielleicht hat diese Person jahrelang gespart und auf vieles verzichtet. Vergleiche sind nie fair, weil sie oft nur einen Bruchteil der Realität zeigen. Der Druck, immer besser sein zu müssen. Stillstand ist Rückschritt. Hast du diesen Satz schon mal gehört? Viele denken, Erfolg bedeutet niemals aufzuhören, immer weiter, immer mehr. Aber was passiert, wenn man nie innehält? Man fühlt sich nie angekommen, nie genug. Du hast ein Ziel erreicht und sofort kommt das nächste. Statt stolz zu sein, fragst du dich, was jetzt? Was kommt als nächstes? Doch Erfolg ist kein Wettrennen. Wer immer nur rennt, verpasst den Moment. Hast du jemals innegehalten und bewusst zurückgeblickt? All die Hürden, die du überwunden hast, die Herausforderungen, die du gemeistert hast. Oft vergessen wir, was wir bereits geschafft haben, weil wir uns zu sehr auf das konzentrieren, was noch vor uns liegt. Doch wahres Wachstum entsteht nicht nur durch ständiges Voranschreiten, sondern auch durch Reflexion und Anerkennung der eigenen Fortschritte. Es gibt Menschen, die scheinbar alles erreicht haben und trotzdem unglücklich sind. Warum? Weil sie nie gelernt haben, sich über ihre Erfolge zu freuen. Erfolg bedeutet nicht nur, immer weiterzugehen, sondern auch, das Erreichte wertzuschätzen. Jeder von uns hat bereits Dinge erreicht, auf die er stolz sein kann. Man muss sie sich nur bewusst machen. Social Media, unser größter Feind? Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Überall sehen wir scheinbar perfekte Leben. Menschen, die Erfolg haben, Reisen machen, glücklich sind. Doch was wir nicht sehen? Die Mühe dahinter, die Niederlagen, die Zweifel. Niemand postet, wenn er um 3 Uhr morgens an sich selbst zweifelt. Oder wenn er sich fragt, ob er gut genug ist. Doch unser Gehirn versteht das nicht. Es denkt nur, alle sind erfolgreich. Außer mir. Social Media ist eine Welt der Highlights. Wir sehen nur die besten Momente der anderen, niemals die schweren Zeiten. Und doch vergleichen wir unser tägliches Leben mit diesen Höhepunkten. Das führt zu Unsicherheit, zu dem Gefühl, nicht genug zu sein. Dabei ist Erfolg nicht nur das Endergebnis, sondern auch der Weg dorthin. Und jeder hat seinen eigenen Rhythmus. Vielleicht wäre es hilfreich, sich bewusst zu machen, dass das, was wir sehen, nur eine kuratierte Version der Realität ist. Würden wir die ganze Wahrheit kennen, wäre der Druck, mithalten zu müssen, deutlich geringer. Manchmal hilft es, eine Pause einzulegen, einfach mal das Handy weglegen und sich auf das eigene Leben konzentrieren. Wie können wir ausbrechen? Es gibt Wege, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Hier sind 5 einfache, aber kraftvolle Schritte. Feiere deine Erfolge, egal wie klein sie sind. Schreib sie auf. Schau zurück und sei stolz. Jeder kleine Schritt zählt. Vergleiche dich nur mit dir selbst.
Bist du heute besser als gestern? Das ist das Einzige, was zählt. Dein Fortschritt ist einzigartig. Mach eine Social-Media-Pause. Probiere es für eine Woche oder einen Monat. Du wirst dich freier fühlen, klarer denken und mehr im Moment leben. Definiere Erfolg für dich selbst. Es gibt nicht nur einen Weg. Jeder hat seine eigene Version. Frage dich, was bedeutet Erfolg für mich? Was macht mich wirklich glücklich? Lerne den Moment zu genießen. Erfolg ist nicht nur das Ziel am Ende der Reise, sondern auch die Erfahrungen und Lektionen, die du unterwegs sammelst. Vielleicht ist der größte Erfolg im Leben nicht immer mehr zu erreichen, sondern zufriedener mit dem zu sein, was man hat. Wer gelernt hat, den Moment zu genießen, hat eine der wertvollsten Lektionen im Leben verstanden. Du bist erfolgreicher, als du denkst. Am Ende des Tages sind wir oft zu hart zu uns selbst. Doch denk mal nach, dein früheres Ich wäre wahrscheinlich stolz auf dich. Denk an den Moment vor 5 Jahren, als du geträumt hast, dort zu sein, wo du heute bist. Also, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Fang an, deinen eigenen Weg zu sehen und zu schätzen. Lass dich nicht von äußeren Maßstäben definieren. Erfolg ist nicht das, was andere für dich bestimmen. Erfolg ist das, was du für dich selbst bestimmst. Und du bist auf dem richtigen Weg. Am Ende zählt nicht, wie viel du erreicht hast, sondern ob du glücklich bist mit dem, was du erreicht hast.